Glück auf, Leinen los, liebe Seebären, wir wollen wieder in die See stechen, sagt man das so, ja, auf hohe See gehen und uns mit einer Aktie beschäftigen, diesmal auch wirklich in meinem Depot zur Freude desselbigen und schauen, wie die Q3-Ergebnisse von dem Produkttanker-Spezialisten TORM, TRMD, gewesen sind. Ja, erstmal mein eigenes Exposure. Ich habe noch 400 Anteile, hatte schon mal ein bisschen mehr. Das sind 4 Millionstel von dem Ganzen. Bin im April 23 da reingegangen, zu sehr schön hohen Kursen, im Schnitt 29,31 Euro. Oh je. Der aktuelle Kurs immerhin schon 22,78, das war schon mal schlechter. XER minus 25%, Dividende aktuell $2 pro Jahr. Ist eine 9% Dividende. Auf meinen Kaufkurs leider nur 6%. Der Change gestern, meint also Freitag, plus 2%, aber gucken wir gleich nochmal im Einzelnen drauf. Und so dass wir jetzt doch immerhin schon bei 20 Euro stehen. Also der Tiefpunkt waren in Euro gemessen 14, glaube ich, 14 Euro. Da hätte man schon ganz gut nachkaufen können. Aber ich muss ganz ehrlich zugeben, den Mut hätte ich nicht gehabt. Also diese doch positive Entwicklung, das war nicht unbedingt vorhersehbar. Ja, ich stehe da 3.800 Euro im Minus. Zwischendurch habe ich verkauft und Verkaufsverlust von 5.800 gemacht. Da reichen dann auch die 3.500 Euro Dividende, die ich damit kassiert habe in den 2 Jahren, nicht aus, um das Loch zu stopfen. Aber die 400, die ich jetzt habe, behalte ich einfach mal und da schauen wir dann mal, wie sich das so weiterentwickelt. Die Dividenden sind ja ganz nett, die da jetzt kommen und ja, das ist sehr dynamisch, das kann sehr nach oben gehen oder sehr nach unten. Das kann man nicht vorher sagen. Kursentwicklung jetzt über 2 Jahre, da ist also mein Einstieg, ist ja hier irgendwo passiert. Durchaus dann auch mal, als es ein bisschen runterging, da waren wir allerdings noch zu Zeiten, als der Dollar so ungefähr 1 Euro wert war. Und das ging dann in der Spitze lief das auf 39 Dollar hoch. Und da hat man also leicht ja auch mal für 33 oder 35 Dollar gleich Euro sich einkaufen können, was man dann eben später auch durchaus hat bereuen können. Denn als die Zeit der hohen Frachtraten zu Ende ging, also spätestens hier im 3. Quartal 2024, seitdem geht es wirklich abwärts mit den Frachtraten. Das Ganze erreichte dann seinen Tiefpunkt hier mit den mit den ersten Schildern, die der Donald hochgehalten hat. Da war der Kurs dann mal 13,70 Dollar und da war der Dollar auch schon unten. Ich schätze mal eher, dass wir hier bei 12 Euro gewesen sind. 12,50 Euro. Aber seitdem hat die Aktie schon ganz gut wieder Fahrt aufgenommen. Der Wind bläst den Tanker wieder in den Rücken. Und die 22,78, die wir hier sehen, die sind schon mehr, als man hier so hat erwarten können, würde ich mal sagen. Also doch eine relativ stetige Entwicklung hier nach oben. Es ist immer ein Spiel mit diesen Produkttankern, wie viel Öl, wie viel verarbeitete Treibstoffe, Kraftstoffe werden wo benötigt und wo sind die Raffinerien. Und da hat sich die Welt ja komplett einmal gedreht von einer Zeit vor 2022, wir können ja auch 5 Jahre mal schalten, vor 2022, als man die Tankerflotten kaum gebraucht hat, sondern das Öl aus Russland nach Westeuropa kam und hier in den Raffinerien verarbeitet wurde. Und diese ganzen Raffinerien werden mehr oder weniger nacheinander geschlossen, eingemottet, runtergefahren. Das betrifft nicht nur Deutschland, das betrifft teilweise Skandinavien, Spanien, Frankreich und so weiter. Und da, wo das nicht passiert, werden dann die Kraftstoffe im Ausland verarbeitet. Also Indien hat neue Raffineriekapazitäten aufgebaut in der Zwischenzeit. Es scheint relativ einfach zu sein, ja, jedenfalls in Indien eine Raffinerie zu bauen. Ich denke, in Deutschland würde das 10 Jahre dauern. Und auch die Saudis haben enorm in Raffinerien investiert. Und das, was sie dann da als Produkte herstellen, dazu brauchen sie dann die Produkttanker von Hafnia, von TORM und anderen, die hier tätig sind. Und die schippern dann die Tanker hier die schippern dann mit den Tankern die Kraftstoffe sozusagen nach Europa, teilweise auch aus den USA. Und da ist jetzt das Problem, dass chinesische Tankschiffe da nicht mehr anlegen dürfen. Umso mehr braucht man also
andere. Das hat also auch wieder die Flotten sozusagen virtuell verkleinert und das sorgt dann wieder ein bisschen für steigende Frachtraten, wenn die auch nicht mehr in die Höhe gehen, wie wir das hier mal vor 2, 3 Jahren hatten. Ja, davor war eigentlich der Tankermarkt, wenn ich immer All einblende, das war eigentlich ziemlich flat. Da war auch, die Dividenden gab es kaum. Also das mit den Dividenden fing dann auch erst in, ich glaube, 2021 an, dass sich das, vorher haben die überhaupt keine Dividenden ausgezahlt und ja, ist einfach nicht genug Geld verdient worden, muss man mal so ganz knallhart sagen. Aber die Zeiten ändern sich und ein Vorteilsnehmer eben von dem Ganzen sind diese Transportunternehmen. Es geht hier also nicht um Rohöltransport, das machen noch ganz andere, sondern nur um den Transport von Diesel, Autokraftstoffen, Flugzeugtreibstoffen und Alkoholprodukten sozusagen, die man auch in Raffinerien gewinnen kann. So, dann schalten wir doch mal, achso, ich wollte nochmal auf die 5-Tages-Kursverlauf hier gucken. Ja, hier sehen wir also die Veröffentlichung der letzten Zahlen. Da ging es von 21,30 in der Spitze dann hier so auf die 22,80, also durchaus 1,50 Dollar Zugewinn. Zahlen können nicht ganz so schlecht gewesen sein. Es hat sich allerdings, ich fand es jetzt nicht so überraschend, es ist ja in den Q2-Ergebnissen schon angedeutet worden seitens TORM, dass sich die TCE-Raten, also die Time Charter Equivalent Frachtraten, das ist so ein die Frachtrate pro Tag, sagen wir mal, dass die sich doch in Q3 hinein erhöht hatten gegenüber Q2. Das war eigentlich schon mit der Bilanzpressekonferenz von Q2 wurde das deutlich gesagt und von daher war meine Erwartung auch, dass die Gewinne nach oben gehen und dann auch die Dividende wieder steigt, weil die Dividende mit einer Formel aus ihrem Gewinn berechnen und alles das ist auch genauso eingetreten. Deswegen ist der Kurs dann nochmal sowieso schon hochgelaufen und mit der Bestätigung dann hier der guten Zahlen ist das dann auch nach oben gegangen. Wir können noch mal kurz hier auf Seeking Alpha schauen. Da haben wir also eine Vorwärtsrate, rechnen die mit 10,9% aus. Okay. Seeking Alpha Analysten in Kauf. Die Wall Street Analysten in Strong Buy mit über 4,5. Während der Quantcomputer da noch nachhinkt sozusagen. Gucken wir nochmal schnell hier aufs Charting und stellen mal die Metrik mal um auf Performance. Ja, wenn man das jetzt hier über 3 Jahre mit dem S&P vergleicht, dann hat TORM da gut mithalten können, bis eben die Frachtraten runtergingen. Das war eine Zeit, wo TORM gut funktioniert hat. Und ich hier auch eingestiegen bin, die Kurse sind hoch und die Dividenden waren extrem hoch. Und man lag da also hier in der Spitze, dann in der Entwicklung 30-40% über dem S&P. Das hat sich allerdings jetzt geändert und jetzt liegen wir hier 40% drunter. Und insbesondere, wenn man hier hinten eingestiegen ist, ist man trotzdem, das ist ja hier ein Performance-Chart, ist man trotzdem im Minus. Das kann ich aber auch in meinem eigenen Konto sehen. High Yield Tanker Spiel sozusagen, selbst in einem kühlen, also niedrigen Rate Environment, wenn man so will. Ja, dann haben wir Merger-Potenzial, sehen wir da. Hafnias Chef, der Mickel heißt er mit Vornamen, der hat lange Zeit mal bei TORM gearbeitet, der CEO von Hafnia, und der hat jetzt einen Deal gemacht mit dem Hauptanteilseigner von TORM, das ist, glaube ich, Oaktree, und hat dort 14,5%, da steht es auch Hafnia, enters Primary Deal und hat 14,45% der TORM-Aktien von Oaktree abgekauft oder man hat eine Vorvereinbarung unterschrieben. Viel mehr Messages sind da nicht gekommen, aber es ist klar, dass die Übertragung stattfinden wird. Und ich meine, hier ist auch schon mal gucken, ob hier eine Zahl auch drin steht. 22 Dollar hat man für diese Aktien bezahlt. Und das hat man natürlich nicht gemacht, wenn man davon ausgeht, dass der Kurs wieder auf 15 Dollar runterfällt, sondern weil man auch bei Hafnia den Markt natürlich sehr gut überblickt. Oaktree war jetzt auch schon 5 Jahre drin. Die sind also einmal durch diesen Anstieg und den Bogen durchgegangen und irgendwann wollen die da auch wieder raus aus den Unternehmen mit Gewinn. Das scheint jetzt zu klappen. Ich glaube, die haben sehr preiswert gekauft, TORM, noch als sie relativ weit unten standen, so bei 9 bis 12 Dollar. Sie haben zwischendurch natürlich auch fette Dividenden kassiert und jetzt dann auch mit einer Verdoppelung sozusagen das Ding jetzt weiterverkauft. Aber die haben noch viel, die hatten 40% der Aktien, wenn ich das so richtig im Kopf habe.
Und so viel wird wohl auch Hafnia nicht kaufen können, ohne sich jetzt über die Halskrause zu verschulden. Denn die wollen ja dann keinen Aktientausch haben, die wollen ja dann Cash haben, Oaktree. Ich glaube nicht, dass sie das per Aktientausch kaufen, sondern die werden das wirklich gegen Cash verkaufen. Ja, ansonsten positive Kommentare hier seitens der Seeking Alpha Analysten, ab und zu auch mal ein Strong Buy dazwischen. Und ja, es gibt jetzt hier wenig, was Anlass zur Sorge geben könnte, würde ich mal sagen. So, jetzt wollen wir aber mal in die Zahlen schauen. Ich habe da ja so eine eigene Tapete hier dafür aufgebaut. Vielleicht können wir hier Hafnia nochmal so ein bisschen. Bei Hafnia ist Q3 noch nicht veröffentlicht. Also Q2-Zahlen sind da noch drin. Hier ist Q3, Q4 habe ich nochmal die Spalte hier schon eingeblendet. Wir sehen also in der Bilanz, der Wert der Schiffe, sagen wir es mal so, nicht die Anzahl, hat leicht abgenommen. Das kommt aber hauptsächlich durch eine Abschreibungsvorgänge. Schiffe werden ja immer älter, Lebensdauer so typischerweise 25 Jahre. Vielleicht schreiben sie es auch auf 22 oder 20 Jahre ab. Schiffe, die älter als 20 Jahre sind im Unterhalt teuer. Dann muss man in den Häfen sehr viel bezahlen. Nicht, da gibt es dann irgendwie ein Risiko, dass da Öl ausläuft und so. Die Versicherungen steigen dann extrem an. Also so bis 20 Jahre kann man die Schiffe gut fahren und dann werden die häufig gerne an irgendwelche drittklassigen Reedereien verkauft oder so. Ne? Und ab 25 Jahre werden sie dann als Torpedoziele benutzt, weiß ich nicht, wenn sie irgendwo angelandet und zerlegt. Das ist also unabhängig jetzt vom Schiffstyp, das ist so global über alle diese Produkttanker. Anzahl der Schiffe hat jetzt in Q3 per 30.09. zwar um 13 abgenommen und 11 neue sind dazugekommen, also sie haben ihre Flotte auch ordentlich verjüngt. Es sind aber 2 weniger als in Q2. Trotzdem ist man eigentlich im Aufwärtstrend, man kriegt nochmal 5 neue Schiffe und hat die im Oktober jetzt schon bekommen und nur ein anderes noch abgegeben, sodass man jetzt von 88 auf 92 gestiegen ist. Das sind 3 Klassen, die LR2, die großen LR1 und die MR-Schiffe. Die LR1 sind, es sind jetzt keine Supertanker, keine Suez-Tanker, Panama-Schiffe, die sind so eine Stufe drunter und werden aber teilweise, wenn die Not am Mann ist, werden auch die LR2-Schiffe im Rohöltransport eingesetzt, die kleineren, die MR und LR1 nicht. Umgedreht haben wir aber auch schon Bewegungen gesehen, dass die Supertanker versuchen, wenn die Nachfrage im Produkttankermarkt groß ist, da auch einzudringen. Das ist aber technisch nicht so einfach, die nicht überall entladen werden können. Die Volumina sind halt unterschiedlich und zum anderen sind auch in diesen Öltankern ist auch meistens unten so 30 Meter dicke Festölschicht drin, die kriegst du auch nicht so einfach raus und kannst damit nicht Flugzeugbenzin transportieren oder Alkoholate. Also das sind aufwendige Reinigungen für nötig und selbst dann kann man diese teuren Kraftstoffe da nicht drin transportieren. Ja, durchschnittliche Wert der Tanker ist wieder leicht angestiegen. Man hat ja ein bisschen mehr neuere hier dazu bekommen und ein paar alte aussortiert, ist logisch für mich auch. Cashbestand immer noch über 200 Millionen, das ist gut. Wir brauchen ungefähr 70, 80 Millionen für die Dividende, wenn ich das so richtig im Kopf überlege. Jedes Quartal ist aber auch immer gut vorhanden. Darlehen, das ist das sehr Positive, das ist, glaube ich, bei Hafnia auch so gewesen, aber auch Torm baut jetzt die Schulden ab. Für Q3 letzten Jahres hatte man noch 50% der Anlagen sozusagen hier mit Fremdmitteln belegt, jetzt sind es nur noch 40% und absolut hat man über 300 Millionen Schulden abgebaut. Also so ein starker Schuldenabbau, der hilft natürlich auch. Man braucht dann weniger Zinsen zu bezahlen und so weiter. Diese Schuldenpolitik, die hat man hier doch deutlich hinter sich gelassen. Hafnia macht es aber, wenn ich da so rüber gucke, macht es auch nicht viel anders. Eigenkapital stark, 50 Millionen zugenommen. Man schüttet nicht alles aus, es sind keine neuen Aktien rausgegeben worden. Die Ausschüttung war in diesem Quartal, wurde durch das letzte Quartal bestimmt und war eben deutlich niedriger als das, was man pro Aktie verdient hat in diesem Quartal. Nächstes Quartal haben wir eine etwas höhere Ausschüttung und wenn da der Gewinn pro Aktie wieder runtergeht, dann kann es sein, dass das Eigenkapital sich nicht weiterentwickelt. Also das ist auch möglich. Bilanzsumme ist leicht geschrumpft hier um 6%. Habe ich jetzt gar nicht weiter untersucht, wieso, weshalb, warum. Ja, wir haben hier
hier eine Abnahme von 34. Im Cash-Bestand haben wir auch 170 Millionen verloren. Ja, und so weiter. Und hier haben wir eine Differenz von 200 Millionen, haben wir es schon fast zusammen. Wobei eben diese Cash-Positionen sind immer sehr volatil. Die können auch 14 Tage vorher oder 14 Tage später viel höher oder viel niedriger sein. Also das ist immer so ein bisschen bei der Bilanz dann ein bisschen ein Glücksfall, wie viele Kunden haben gerade bezahlt oder zahlen nächste Woche und so. Eigenkapitalbestand sehr stark, 67%. Und jetzt geht man mal 4 Quartale zurück, da waren wir bei 59. Dann gehen wir nochmal 4 Quartale zurück, da waren wir bei 55. Also das Eigenkapital hier extrem nach oben gedreht, gefällt mir natürlich sehr gut und ist damit jetzt auch stärker, jetzt gucken wir nochmal Q2, als bei Hafnia im Moment. Also Tom hat die jetzt hier in einem großen Sprung eingeholt. Gut, nun kann es eben sein, nach der Dividendenzahlung, da verliert man jetzt nochmal 70 Millionen. Dann ist das Eigenkapital wieder ein bisschen schwächer. Das muss sie halt wieder mit den Erträgen von Q4 dann wieder aufbauen. So, dann kommen wir zu den Umsätzen. Die Umsätze sind hier, wenn ich hier hinten hingucke, 8,7% gestiegen gegenüber dem Vorquartal. Das ist sehr stark, würde ich sagen. Und zum ersten Mal haben wir jetzt auch wieder eine positive Entwicklung. Ne? Also, nee, nicht zum ersten Mal. Hier haben wir 305, 329, 315, 340. Aber das Beste der letzten 4 Quartale. Und also besser als Q4 2024. Alle Quartale vorher waren natürlich im Umsatz deutlich besser. Und das hängt damit zusammen, dass diese Charterraten deutlich besser waren. Hier 38, 40, über 40.000 Dollar pro Tag. Und jetzt sind die Charterraten dann im Tiefstand 25,8, sind dann wieder leicht gestiegen und waren jetzt bei 31. Das ist natürlich ein sehr guter Wert schon wieder. Und damit kann man schon wieder Geld verdienen. Hier hat man eine 33 im letzten Jahr, war noch ein bisschen besser. Ja, der Umsatz gemessen an den Assets weil sich die Assetgröße auch verändert, habe ich so ein bisschen hier mal einen Quotienten gebildet. Sonst eine weitere Aussagekraft will ich dem jetzt gar nicht zuordnen. Betriebskosten der Schiffe, ja, da muss man sagen, vergleichbar. Hier eine 105,9 und vor einem Jahr eine 106, also da hat sich nicht groß was geändert. Das sind, glaube ich, die Crewkosten und der Diesel und die Bunkerkosten sind da drin. Und dann haben wir noch die ganzen Kosten an Land. Das dachte ich, kommt in der nächsten Zeile, macht ungefähr ein Drittel des Umsatzes. Wenn der Umsatz mal gut läuft, dann die Frachtraten also hochgehen, die TCE-Raten, dann ändert sich der Prozentsatz natürlich entsprechend. Ja, der Geschäftsbetrieb ungefähr 60 Millionen im Quartal. Da ist ein Teil der Seeleute drin, die nach dänischen Verträgen angestellt worden sind. Das haben sie jetzt ein bisschen nochmal klarer dargelegt. Und dann die ganzen, denn die haben ja mehrere Geschäftsstellen in China, in weiß ich nicht wo. Und überall da, wo sie Büros haben, die Mitarbeiter in den Häfen jeweils, die Schiffe betreuen. Und natürlich die ganze zentrale Verwaltung bis hin in den USA, wenn sie auch was haben und so weiter. Der doppelt gelistet zum einen am Nasdaq in Dänemark und dann am Nasdaq in New York und erschließen sich damit auch den amerikanischen Aktienmarkt. Ja, der Bruttoprofit war vor einem Jahr noch über 200 Millionen, jetzt 177. Auch das der beste Wert der letzten 4 Quartale, ist man sehr zufrieden. Und beim Nettoprofit hier 32% Steigerung. Ja, in Ihrem eigenen Report vergleichen Sie sich immer mit Q3 2024, das ist alles immer negativ. Ja, ist leider zurückgegangen. So, ich sehe das jetzt wirklich mehr positiv. Das ist auch von den 4 Quartalen der beste Wert. Und man hat Q4 2024 schon übersprungen. Und alle Quartale, die jetzt kommen, die vergleichen sich dann mit den schlechten Quartalen. Die nächsten 3 Quartale, die jetzt hier kommen, die werden sich dann mit diesen 3 Quartalen vergleichen. Und die waren wirklich schlecht in Relation zu den Quartalen vorher, sodass man jetzt auch eine Chance hat, immer in den Reports im Vergleich zu Vorjahresquartal deutliche Sprünge zu sehen oder auch zu zeigen. Ja, und da sehen wir schon, der Netprofit ist also hier für die Dividendenaustüftelung nach einer mathematischen Formel wichtig. Bei den beiden kamen 40 Cent raus, hier kamen 60 Cent raus. Und hier haben sie es jetzt erweitert auf. Aktienbestand hat sich nicht geändert. Das kommt noch nicht so schnell, wie ich dachte. Aktienkurs haben wir schon angeguckt, jetzt sind wir bei 22 Dollar. Der Aufschlag zum NAV ist hier ein Abschlag, sprich das NAV, wollen wir gleich mal gucken, Anlage brauchen wir nicht,
Der Buchwert sind 21,97. Das heißt, der Wert wurde am 30.09. billiger gehandelt, aber muss man sagen, das NAV spielt für die Schiffsbranche keine so große Rolle, weil die Schiffe ja abgeschrieben sind. In Wirklichkeit ist es aber interessant zu sehen, wie die Schiffe beim Broker gehandelt werden. Hatte ich, glaube ich, vorhin gar nicht angesprochen. Ne? Die Schiffe in den Büchern sind 2,68 Milliarden und beim Broker werden die mit 2,864 Milliarden gehandelt. Da hat es also auch keine große Veränderung zu Q2 gegeben, während also diese Preise für die Schiffe bei den Handelsbrokern, man schickt dann seine Schiffsflotte an einen Broker und der gibt dann eine Stellungnahme ab, zu welchem Preis die im Moment am Markt würde verkauft werden können. Und das ist keine Bilanzzahl, aber eine wichtige Größe. Die Differenz zwischen diesen beiden Zahlen ist klein geworden, die war mal riesig groß, die war mal hier 1,2 Milliarden, aber weil die Nachfragen nach Schiffen zurückgegangen sind, auch die Preise für diese Schiffe zurückgegangen. Insofern nähert sich das jetzt ein bisschen an, ist aber die Lücke war hier 170 Millionen und ist jetzt 180 Millionen oder 184. Also es ist nicht so viel mehr, der Unterschied hat sich nicht so viel geändert zwischen den Buchwerten mit Abschreibung und dem der Broker-Einschätzung sozusagen. So, wozu dieser Zwischenschritt? Wir gucken nicht so sehr auf das Eigenkapital NAV nach dem Buchwert, sondern mehr auf das NAV nach dem Broker. Und das liegt dann bei 24,50 und demgegenüber ist dann ein Kurs von 2062 um 15,8% zu günstig. Ja, also an der Börse im Moment selbst mit $22 wird die Aktie unter dem realen Wert eigentlich gehandelt, den die Assets sozusagen darstellen. Das ist natürlich kein Ertragswertberechnung, sondern eine Wertfindung aus der Buchhaltung, sozusagen aus dem erweiterten Kreis um die Buchhaltung mit Hilfe von Brokern. Das ist wie wenn man ein Immobilienportfolio hält, sagen wir mal 50 Jahre alte Gebäude in München und würde die nur nach Buchwerten betrachten, dann stände da vielleicht, sind die alle abgeschrieben, dann steht da drin 10 Reihenhäuser, $1. Also sind deine Bücher nur €1 wert und ein Makler würde vielleicht sagen, jedes Reihenhaus ist 3 Millionen wert. Dann hast du 30 Millionen. Und das ist dieser Unterschied, über den ich ja gerade gesprochen habe. Wobei bei den Schiffen ist es jetzt nicht ganz so drastisch, weil die Schiffe ja wirklich nur 20 Jahre halten, dann fliegen sie raus. Da kann man also nicht sagen, dass die über einen Zeitraum von 30 Jahren Wert gewinnen. Aber der Marktwert kann durchaus mal vom Buchwert sich unterscheiden. Am Ende laufen beide Werte wahrscheinlich gegen Null. Ja, der Bruttoprofit, kommen wir gleich zum Nettoprofit, sind also 79 Cent, ne, nach 60 und 64 in den Vorquartalen und nach 80 in Q4 2024. Ja, und da wird nach einer Formel dann eine 62 Cent ausgerechnet. Es gibt eine 62 Cent Dividende. Hier haben wir den Sonderfall, dass es eine Dividende aus dem Quartal Q1 und Q2 in Q2 gegeben hat. Ist das richtig? Nee. Das ist eine Dividende von Q4 und Q1 in Q2 gegeben hat. So ist es richtig, ja. Das waren einmal 60 und einmal 40 Cent. In Q1 hat es überhaupt keine Auszahlung gegeben. So, und jetzt gibt es also 62 Cent. Das finde ich sehr gut. Eine Steigerung der Dividende. Warum sagt er hier minus 60? Das bezieht sich auf. Da ist die Formel scheinbar nicht abgedatet. Also sowas. Machen wir doch gleich mal. Ach nee, das ist ja sozusagen hier. Ja, ich verstehe. Hier muss ich ja die Differenz zwischen dem und dem berechnen. Das habe ich jetzt formelmäßig überhaupt nicht vorgesehen. Okay. Da muss ich mich jetzt mal selber entschuldigen. Das bezieht sich jetzt auf diese Steigerung, die wir hier haben. Das sind minus 60%. Klar. Aber jetzt geht es ja nochmal 50% oder 52% nach oben, so ungefähr. Die Dividende jetzt schräg hochgerechnet sozusagen, also wie auch der Pfeil hier zu sehen ist also 66,8% vom Vorjahresnettoprofit und 78% jetzt hier von den 80 Cent werden also ausgezahlt. Ja, eine Rendite auf den Kurs hier 9,6. Und jetzt habe ich jetzt hier keine Formel drin. Das wäre ja dann sozusagen diese Dividende geteilt durch, wo haben wir den Kurs? Hier mal 4, nehmen wir mal an, die gäbe es jetzt 4 mal, dann wären wir 12% Vorwärtsdividende, die wir da sehen können. Ich glaube, die haben wir auch bei Seeking Alpha gesehen, wenn ich mich nicht täusche. Nehme ich trotzdem jetzt mal wieder raus. Gut,
Wir können noch mal kurz hier in den Bericht reingucken, war nicht so vieles drin, wieder dieses schöne Foto von Tom Strong. Die Highlights haben wir jetzt schon ein bisschen erklärt. Man hat also jetzt in Q4 neue Schiffe genommen, 2014 gebaut, die sind also 11 Jahre alt. Man kauft keine neuen Schiffe, weil die zu teuer sind. Dann ist man auf 92 Vessels drauf. Und hier gibt es auch wieder schon die neuen Brokerzahlen sozusagen. Da ist aber Q4 jetzt schon eben in Teilen drin. 55% von Q4 hat man schon abgedeckt mit Verträgen. Man ist da, also ist der nähere Spotmarkt. Ich glaube, Spotmarkt heißt sogar 90 Tage Frist. Das heißt, alle Verträge, die jetzt für die nächsten 30 oder 40 Tage vereinbart sind, zählen noch als Spotmarkt-Verträge. Und erst wenn man Verträge abschließt, die über 90 Tage rausgehen, in das nächste Quartal hinein, dann sind das keine Spotmarkt-Verträge mehr. Ja, man hat schon 89% der Belegung der Schiffe ist schon vertraglich vereinbart. Hier sind die Kennzahlen nochmal alle. Müssen wir jetzt auch nicht mal durchgehen. Interessant ist nochmal der Ausblick, wenn wir den irgendwo haben können. Cashflow Statement Distribution haben wir hier nochmal. Dritte Quartal 62 Cent, das sind 78%. Ja, hier steht mehr, steht hier jetzt nichts. Die Auszahlung findet im Dezember statt. Also wer die Aktie noch kaufen will. Die LR2 Rates, die hier bei Clarkson gemeldet sind, waren jetzt, das ist die rote Linie, waren gar nicht so besonders. Hier, ja, es gab hier mal so einen kleinen Hügel im September, aber da hat Torm die Flotte eigentlich ganz gut untergebracht. Und insbesondere in 2024 waren die Spot-Rates, wenn man diese dunkelblaue Linie sieht, niedriger als in 2025. Und bei den MR, bei den kleinen Schiffen, sehen wir hier im Oktober so einen Anstieg nach oben. Das hat es ja hier auch schon mal gegeben. Grundsätzlich liegen hier die Raten natürlich deutlich unter dem. Kann man schlecht ablesen, weil das so ein kleiner... Ich glaube, da kriegen wir nochmal eine Tabelle. Ja, so der Ausblick 2025. Earnings 875 bis 925 Millionen. Die Guidance vorher waren 800 bis 950. Also man hat es ein bisschen... unten hat man 75 draufgeschlagen und oben 25 abgezogen. Also durchaus positive Verschiebung der Vorhersage für das ganze Geschäftsjahr 2025. Ja, hier steht nochmal alles, was das noch beeinflussen kann. Ölpreise, Geopolitik, Ukraine, Russland, Öltrading-Routen, ob sich Israel mit den Palästinensern einigt, ja oder nein, und ob man dann sicherer durch das Rote Meer fährt oder außen um Afrika rum muss und so weiter und so weiter. Fakt ist, die Europäer werden immer mehr von ihren Brennstoffen aus Saudi-Arabien per Tanker oder aus den USA per Tankschiff bekommen und das ist durchaus positiv für die Tankschiffindustrie. Hier geht es nochmal um die vereinbarten Tage, die man... Schauen wir hier auch mal, Frachtraten stehen eigentlich. Ja, hier haben wir sie. Also Coverage Rates für LR2 sind wieder bei 33.000 in Q4. Glaube ich, ist ein bisschen niedriger als in Q3, aber trotzdem gut. Und bei den kleineren Schiffen, da hatten wir ja auch so einen Anstieg nach oben gesehen, den sehen wir jetzt hier auch auf 28. Das liegt schon deutlich über dem Durchschnitt des Jahres 2025 im Moment, im Oktober. Ich glaube, es sind Zahlen bis Ende Oktober. Die LR1-Schiffe sind gar nicht so beliebt. Also die verdienen hier weniger Geld als die LR2 und die MRs im Moment. Hier haben wir nochmal die verschiedenen Schiffstypen und was die jetzt für Spot-Rates haben. Das sind ja die Marktraten in Q3 und da sieht man eben, dass die ihre TCE-Earnings doch über den Marktraten hier liegen hatten für die großen Schiffe. Bei den LR1-Tankern war man so auf Niveau der Marktraten und bei den MRs Dito ein bisschen drüber nur. So insgesamt haben sie gerade mit den LR2-Schiffen hier ordentlich Geld verdient und die auch gut am Markt positioniert, muss man sagen. Das ändert sich natürlich teilweise wochenweise. Da hast du in der einen Woche mal dringende Nachfragespitzen und dann geht das mal $2.000 in die Höhe. Und wenn man dann viele Schiffe frei hat, die man unterbringen kann, dann ist das eben durchaus von Vorteil. Denn die Produzenten wollen natürlich Sicherheit haben, dass die Treibstoffe, die in den Raffinerien produzieren, dann auch pünktlich abgeholt und verfrachtet kriegen. Und wenn dann keine Schiffe da sind,
dann gehen die Preise relativ schnell nach oben, sonst muss die Raffinerie stillgelegt werden. Irgendwann sind diese Lagertürme für die Kraftstoffe ja auch voll. Ja, hier sieht man nochmal, es sind also in Q3 4 große dazugekommen und nochmal 2 und 7 kleine und die LR1-Schiffe spielen praktisch keine Rolle mehr. Das sind nur noch 3 Stück. Da wird auch nicht mehr investiert. Man teilt sozusagen das jetzt, der Markt teilt sich eben sozusagen in die LR2, in die großen und in die kleineren. Für kleinere Raffinerien oder da scheint es ja auch noch Nachfrage zu geben. Oder für bestimmte Treibstoffkomponenten, wo man keine großen Schiffe braucht sozusagen. Gut, Responsibility, das überspringen wir mal. Ich glaube, die haben jetzt hier nicht so viel über den politischen Zustand geschrieben. Vielleicht gibt es da nochmal irgendwann einen Extra-Sheet sozusagen von denen. Oder bei Hafnia steht, glaube ich, auch immer viel drin. Da können wir uns das bei Hafnia nochmal angucken. Die haben, glaube ich, noch ein paar mehr Grafiken. Hier geht es dann noch ein bisschen um ich wollte nochmal auf die Berechnung der Dividende schauen, ob wir da was finden. Da hatten sie eigentlich auch immer noch ein Sheet. Habe ich jetzt aber hier auch beim ersten Durchscrollen, glaube ich, nicht gefunden. Und alternative Berechnungsmethoden brauchen wir eigentlich nicht. Hier ist nochmal die Interim-Dividende. 78% auf Net Profit und hält sich an die Distribution Policy. Die haben sie auch mal veröffentlicht, wir haben das auch mal diskutiert, ich habe schon wieder komplett vergessen. Ja, es gibt wieder Shares für certain Employees, wahrscheinlich keine Seefahrer, sondern welche aus dem Board of Directors. Gut, also ich denke, alles Wesentliche ist hier gesagt. Positive Geschäftsentwicklung. Ich sehe das auch in Q4 weiterhin auf dem Niveau, sodass wir aus Q4 heraus auch eine Dividende irgendwo zwischen 55 und 65 Cent würde ich da auch erwarten, die wir dann im Januar, ich glaube, das ist sogar ein bisschen später genau, das hat letztes Mal ja auch so lange gedauert, jetzt muss ich mal wieder umschalten. Letztes Mal ist ja die Q4-Dividende auch erst im Mai ausgezahlt worden. Also auf die Q4-Dividende werden wir dann ein bisschen länger warten müssen und Januar bis April gibt es dann eine Pause, weil die auch mit den Abschlusszahlen sind die relativ spät, ich glaube auch erst Ende März, Anfang April um die Ecke gekommen. Gut, dann danke ich für die Aufmerksamkeit, finde ich einen interessanten Wert, der sich jetzt auch wieder so langsam berappelt und der bleibt auf jeden Fall bei mir im Portfolio. Ob man jetzt noch Hafnia dazu kaufen muss, weiß ich nicht. Können wir natürlich mal abwarten, wie die Zahlen jetzt sind. Aber ich denke, das ist so ein bisschen ein Doppelspiel. Also so ganz anders wird sich Hafnia auch nicht entwickeln. Insbesondere, wenn die jetzt auch noch 12% Anteile an Torm halten, dann ist das dann könnte man fast eher Hafnia als Torm kaufen, aber grundsätzlich gefällt mir Torm besser. Ist aber nur meine Meinung. So, jetzt aber wirklich Schluss hier.